Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Schlagschrauber und zwar um Schlagschrauber der 1000 Newtonmeter Klasse. Aber in der Vergangenheit haben wir sie immer so ein bisschen malträtiert mit Metall und mit Metall ausprobiert. Heute machen wir es mit Stein. Das heißt, wir werden den kleinen Freund hier malträtieren und zwar in diesem Stück. Und zwar in unserem neuen, wunderschönen Autobahnpuller, der hier einige Zeit auf der Autobahn rumgestanden hat. Keine Sorge, da steht jetzt ein neuer. Der alte der alte hat jetzt Urlaub, sagen wir mal. Und den werden wir jetzt hier uns zur Brust nehmen mit den schönen Schrauben und diesen wunderschönen Schlagschraubern. Und natürlich ist es Freitag, wie immer gibt es auch etwas zu gewinnen und zwar genau diesen Schlagschrauber, den 1000C. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mit uns zusammen in den Kommentaren unten etwas diskutieren, was für euch der beste ist und natürlich eure Meinung und euer Feedback. Das hier ist jetzt der Anfang auch der neuen Möglichkeit, die wir haben. Denn im alten Studio hatten wir nie den Platz für solche Dinge hier. Und ich habe mich gefreut, dass wir ihn endlich hier reinstellen können. Denn diesen schönen Poller habe ich jetzt seit einem halben Jahr eigentlich, aber ich hatte nie die Möglichkeit, ihn für euch zu nutzen. Und heute werden wir endlich mal hier mit diesem 16er Betonanker hier direkt reinschrauben. Das heißt, dieses Teil hier braucht keinen Dübel. Ergo, wir schrauben es direkt in den Beton, natürlich mit entsprechendem Vorbohren. Ja? Und dafür brauchst du schon ein bisschen Kraft. Und ich denke mal, die 1000 Newtonmeter werden da schon reichen, aber vielleicht sehen wir auch einen Unterschied. Aber jetzt gucken wir uns die Geräte erstmal an. Wir haben die Bosch GDS 18V 1000, den Milwaukee M18 WF12, Makita DTW 1002, Bosch GDS 18V 1000C und den Bosch GDS 18V 1050 HC. Kommen wir zum Thema Preis. Und wie immer haben wir das Ganze hier sortiert und natürlich auch wie immer findest du unten den ehrlichen Preisvergleich zu den Geräten in der Videobeschreibung. Welche Preise haben wir denn hier eigentlich? Und bedenkt bitte, dass wir hier 1000 und mehr Newtonmeter Anzugskraft haben. Und das Ganze bekommst du hier schon im Bereich von rund 190 Euro. Und für 190 Euro 1000 Newtonmeter als Sologerät, wohlgemerkt, das ist schon der Hammer. Übrigens zum Thema Sologerät, auch unten in der Videobeschreibung findest du beim Preisvergleich auch verschiedene Angebote und Sets natürlich. Dann haben wir hier bei den beiden Geräten einen Preis von so 230, 240 Euro. Hier sind wir schon bei 250 Euro und hier schon bei knapp über 300. Man muss aber dazu sagen, dass der 1000C und der 1050 HC ganz neue Geräte am Markt sind und dass die Preise noch nicht einreguliert sind. Deswegen schau unbedingt, wenn du dich für die interessierst, eher mal unten in den Preisvergleich. Da wirst du den aktuellen Preis finden. Und jetzt sortieren wir das Ganze nochmal nach Newtonmeter. Das wäre ziemlich simpel, denn diese drei Geräte hier haben jeweils 1000 Newtonmeter Anzug. Denk dran, Anzug und Löse-Drehmoment ist was anderes. Ja? Und wir haben hier den 1000er, wir haben den 1000C und den Makita mit jeweils rund 1000 Newtonmeter. Dann haben wir hier den 1050, der Name sagt es schon, 1050 Newtonmeter. Milwaukee hat sich gesagt, Quatsch, das machen wir anders. Wir haben hier 1350 Newtonmeter Anzugsdrehmoment. Sodass sich das Thema Preis-Leistung auch noch ein minimal oder für dich vielleicht minimal verschieben könnte. Denn wir hatten hier das glaube ich, das zweitgünstigste Gerät im Test, aber auf jeden Fall hier das stärkste Gerät im Test an der Stelle. Es sei noch mal eine Sache gesagt, und zwar dieses Gerät hier, der HC und der C,
Die beiden Geräte sind jetzt ganz, ganz neu. Und bei den Geräten ist es so, im Unterschied zu den anderen, dass sie ein Connectivity-Modul haben, beziehungsweise hier haben wir auch eins, aber das ist nicht der Rede wert, eigentlich, aus meiner Sicht, da kommen wir gleich noch zu, aber hier haben wir ein Connectivity-Modul und da können wir einige Dinge einstellen. Das schauen wir uns auch noch gleich an, aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal alle Geräte kurz und knackig an, denn wir wollen ja eigentlich da hinten schauen, was sie drauf haben. Fangen wir mal mit Makita an. Und das Schöne ist, es ist ein extrem schnörkelloses Gerät, was genau das macht, was es soll. Schlagschrauben, das machen sie alle, aber hier ist es wirklich schnörkellos und das seht ihr daran, dass man hier nahezu nichts einstellen kann. Das Gerät hat wirklich auch genau nur 2 Knöpfe, und zwar Nummer 1 hier, um ihn entsprechend zum Laufen zu bringen, und hier unten können wir die Geschwindigkeit einstellen. Apropos Geschwindigkeit, wir machen jetzt mal Folgendes, und zwar blende ich euch noch mal ganz kurz hier in groß die Daten aller Geräte ein. Weil alle 3 Geräte haben jeweils 3 Geschwindigkeitsstufen, in denen sie verschieden schnell schlagen, genau, und hier siehst du auch noch mal das Losbrechmoment und so weiter und so fort. Falls du dich dafür interessierst, übrigens könntest du auch mal hier oben auf den Link klicken. Dort bekommst du noch mehr Informationen zu dem Gerät und bekommst den Vergleich direkt auf der Seite nochmal angezeigt, nicht nur kurz hier auf oder im Video. Aber schauen wir uns das Gerät nochmal genauer an. Wir haben hier vorne also den Knopf, um entsprechend hier die Schlagzahl einzustellen bzw. die Geschwindigkeit einzustellen. Ja? Und was wir noch haben, wir haben hier eine Lampe. Und genau das war es auch schon. Was man bei dem Gerät sagen muss, es ist sehr, sehr gut gummiert. Man hat also überall Gummi dran, weil wenn du mit einem 1000 Newtonmeter Schlagschraube unterwegs bist, dann wirst du sicherlich auch im harten Einsatz haben. Was hier übrigens nochmal besonders zu erwähnen ist, und ich nicht genau weiß, warum, schreib es ruhig mal unten in die Kommentare, warum das so ist, dass hier der Akku sehr stark oder sehr schwingend gelagert ist. Ihr seht das, wenn ich den hier festhalte, wenn ich das Gerät hier mache, das ist nicht kaputt, das ist so gewollt, aber ich frage mich, warum ausgerechnet der Akku so schwingend gelagert ist. Also auf jeden Fall wird die Vibration nicht zum Akku übertragen. Natürlich klassisch der 18 Volt, 5 Ampere-Stunden, man kann auch einen 6er nehmen zum Beispiel oder. Akku von Makita, also noch die ältere Generation oder immer noch die alte Generation von Makita. Jetzt kommen wir zum Milwaukee. Und der Milwaukee hat eine Sache, die der Makita nicht hat. Und zwar haben wir hier eine Bluetooth-Funktion. Wir können das Gerät mit dem Handy verbinden, aber ohne größere Einstellmöglichkeiten. Deswegen zeige ich euch das ja jetzt auch gar nicht groß, sondern du kannst das Gerät einfach nur in deinem Inventar hinzufügen und einige andere kleine Gimmicks machen. Aber du kannst nichts direkt am Gerät oder für das Gerät einstellen. Ansonsten sehen wir hier, dass etwas weniger gummiert ist. Haben hier vorne eher Metall. Aus Metall sind natürlich alle hier vorne, das ist nicht das Thema, aber die anderen sind hier oben nochmal extra gummiert. Übrigens ganz wichtig, alle Geräte hier sind natürlich brushless. Also wir haben hier kein klassisches Bürstengerät mehr, sondern alle Geräte, die wir heute uns anschauen, haben diesen bürstenlosen Motor. Und auch hier ist es so, dass ich im Wesentlichen auch nur 2 Tasten habe. Einmal hier vorne, den kennen wir inzwischen schon, um es einzuschalten. Natürlich genauso wie bei Makita hier ein entsprechend starkes Licht. Einmal hier, bei Makita hatten wir 2 hier an der Seite. Das kann vielleicht für den einen oder anderen auch relevant sein. Und wir können dann hier unten an der Stelle die Geschwindigkeit einstellen. Ja, hier auch von 1, 2, 3, 4 und dann in den Bluetooth-Modus. Und dann geht es wieder zurück. Oh, stimmt, hier haben wir sogar 4 Geschwindigkeitsstufen. Ob das für dich jetzt relevant ist, musst du entscheiden, ob man so eine starke Abstufung braucht. Das kann ich nicht sagen, bin ich mal gespannt. Schreib das mal ruhig unten in die Kommentare, ob das für dich wirklich so relevant ist, so fein das einzustufen. Die meisten von euch werden natürlich das so machen, oder ich sag mal, so würde ich das machen, volle Power rein. Natürlich ist das nicht immer die ratsame Variante. Und jetzt kommen wir auch zu unseren 3 Bosch-Kollegen. Hier ist es so, dass wir bei allen 3 eine Sache haben. Und zwar sehen wir das hier vorne. Das sind Bi-Turbo Brushless Geräte.
Das heißt, alle drei sind vorgesehen für das B2 Brushless System bzw. für einen entsprechenden Procore-Akku. Was heißt das eigentlich? Wir haben, also ich übersetze das immer für mich persönlich in Folgendes. Wir haben hier einen Akku, der sehr viel, nicht Leistung, sehr viel Strom abgeben kann. Und wir haben hier einen Motor, der das sehr gerne annimmt. Bei den alten Akku, bei der älteren Akkugeneration ist es so, dass nicht ganz so viel übertragen werden kann und dementsprechend diese maximale Leistung nicht möglich war. Das haben wir hier schon, heißt aber auch, dass wir diese drei Geräte entsprechend auch nur mit einem Procore-Akku, wir können sie mit jedem 18 Volt Akku betreiben, überhaupt kein Problem, aber die maximale Kraft, also die letzten 20%, die haben die Geräte nur mit dem Procore-Akku. Übrigens wichtig nochmal welchen, es muss mindestens der 5,5 Ampere-Stunden sein und zwar, hier haben wir den 8er, hier ist er drin, hier und zwar genau den hier. Den musst du mindestens benutzen. Es gibt noch den kleineren 4er, der wäre entsprechend hier nutzbar, aber würde nicht die volle Leistung bringen. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen den Geräten? Das ist eigentlich relativ simpel. Erst einmal haben wir hier den 1000er und das ist der 1000C. Das heißt, das hier, das Gerät hatte ich übrigens schon mal im Video, das verlinke ich dir mal hier oben. Bei dem Gerät ist es so, er hat keine Connectivity-Funktion. Das heißt, hier ist es auch so wie beim Makita, das Gerät kann, ich wollte schon sagen, kann nichts, das ist natürlich Quatsch. Das Gerät hat keine Connectivity-Funktion, kann aber natürlich wunderbar Schlagschrauben. Die beiden Geräte haben eingebaut dieses Connectivity-Feature und da können wir einiges einstellen. Das zeige ich dir gleich nochmal. Aber erstmal zu dem Gerät, auch hier Gummierung alles dran. Auch hier haben wir ein entsprechendes Licht. Das können wir hier auch nochmal extra einschalten. Und das ist wirklich übrigens extrem hell, ich weiß gar nicht, das seht ihr vielleicht. Schaut mal hier, das leuchtet mein Finger sogar. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr hell. Und ich glaube von allen, ich glaube das nur. Soll ich sowas mal nachmessen? Ist das für euch relevant? Schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ist das Licht sehr hell. Ich kann hier über den Schalter meine 3 Geschwindigkeiten einstellen. Ja, 1, 2 und 3. Und das war es dann eigentlich auch schon. Was nochmal wichtig ist, was ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir hier alles Halbzollgeräte haben. Also auch der 1000er, der 1000C und so weiter. Das sind alles Halbzollgeräte. Wir haben hier aber ein Gerät, das hat 3/4 Zoll. Das müsstet ihr nochmal bedenken, dass der 1050 HC ist ein 3/4 Zoll Gerät. Wenn ihr also den 1000C oder 1000 HC mit der Bosch Tool App verbindet, habt ihr diese Ansicht und könnt dort eine ganze Menge einstellen. Zum Beispiel erstmal die Grundfunktion für Stufe 1, 2 und 3 könnt ihr die Geschwindigkeiten einstellen. Ihr könnt aber auch den Sanftlauf einstellen. Das heißt, dass die Geschwindigkeit langsam ansteigt. Beziehungsweise heißt langsam, dass ich nicht sofort mit der vollen Energie drauf gehe, sondern dass ich erstmal mit weniger Energie und dann nach wenigen Sekunden dann mit der vollen Energie losschlage. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Geräte speziell für metrische Schrauben oder auch für Holzbauschrauben oder Holzschrauben entsprechend einzustellen. Da gibt es dann verschiedene Modis noch, die ihr speziell genau dafür einstellen könnt. Wenn euch das interessiert, wenn ich darauf nochmal detailliert eingehen soll, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Heute würde ich mich erstmal hier auf unser Betonschraube spezialisieren. Aber es ist halt interessant, dass man immer mehr und immer feiner in die Geräte reingehen kann und immer mehr einstellen kann, um es für dich zu deinem Werkzeug zu machen. Jetzt weißt du hoffentlich alles über die Geräte, was du wissen möchtest. Und jetzt geht's an unseren Betonblock. Und dazu werden wir natürlich jetzt erstmal ein paar Löcher vorbohren und dann schauen wir mal, wie sie sich schlagen. Wir haben jetzt locker flockig unsere 16er Löcher gebohrt und werden jetzt hier unsere Betonanker versenken mit den Geräten. Falls du dich übrigens mal für Befestigungstechnik interessierst, schreib das mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ich zu sowas auch mal Videos machen soll. Ja? Denn wir werden das Ganze hier komplett ohne Dübel reinschrauben. Das schneidet sich selber in Beton und hält, weiß ich nicht, also wahrscheinlich kannst du einen Zug ranhängen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Denkt dran, wenn ihr sowas macht, das wird wirklich, wirklich laut und schützt eure Ohren bitte. Los geht's.
Ihr habt gerade gesehen, wie gut das funktioniert, beziehungsweise wie viel Arbeit das ist für die ganzen, denn wir haben hier eine 16er Schraube gehabt, die wir direkt in den Beton reingeschraubt haben. Und falls ihr euch gewundert habt, warum braucht man hier so enorm viel Kraft? Wir haben ja keinen Dübel und müssen hier die 16 x 130, ich habe nochmal raufgeschaut, hier direkt in den Beton reinschrauben. Das heißt, die Wände hier müssen in den Beton reinschneiden und dazu brauchst du schon richtig, ja, Bums in der Hütte in dem Fall. Und all das hatten die hier, falls ihr euch übrigens gefragt habt, warum ich den 1050 nicht genutzt habe, ganz einfach. Ich dachte immer, wir sind hier gut ausgestattet. Sind wir aber nicht. Ich habe hier wirklich keine passende Nuss gefunden, um das hier auszuprobieren. Aber ich denke mal, es ist offensichtlich, dass er das hier genauso gut hinbekommen hätte. Nochmal interessant, falls ihr der Meinung wart, dass ihr Unterschiede gesehen habt im verschiedenen Schraubverhalten, das ist auch so, aber aus meiner Sicht ist es ganz klar so, wie gut habe ich die Schraube eingesetzt, habe ich es im perfekt richtigen Winkel auch hingetan, und ich glaube nicht, dass man einen großen Unterschied in genau diesem Anwendungsfall zwischen diesen 4 Schraubern jetzt sehen kann oder sehen wird, weil es wird immer etwas leicht schwerer oder etwas leichter sein. Mit einem Dübel wäre es natürlich noch simpler gewesen, hätte es aber wahrscheinlich vielleicht sogar einen Akkuschrauber hinbekommen. Ich weiß es nicht. Das ist ein Thema für ein anderes Video. Mich würde interessieren, was ist eure Meinung zu diesen Geräten, beziehungsweise was ist eurer Meinung nach das beste Gerät? Schreibt das mir bitte unten in die Kommentare. Und denkt dran, es gibt immer noch einen zu gewinnen, und zwar den hier, den 1000C mit Connectivity. Kommen wir ganz kurz dazu, was ist meiner Meinung nach der beste? Wenn man es jetzt auf das reine Schlagschrauben bezieht, dann ist der beste Schlagschrauber von den 4 oder von den 5 hier genau der zu deinem Akkusystem passt. Denn alle hier machen einen guten Job, es gibt hier keine Ausfälle oder ähnliches, war auch nicht zu erwarten, sondern alle machen das gut. Wenn du dieses letzte Quäntchen haben möchtest oder die vielen Einstellungsmöglichkeiten, ist es ganz klar so, dass die beiden hier wahrscheinlich für dich das Mittel der Wahl sind, weil du kannst hier per App dir das Ganze einstellen. Übrigens, falls es nicht richtig rübergekommen ist, du stellst das in deine App ein, in deiner Bosch-App ein. Das Ganze wird aber übertragen hierhin und bleibt dann für immer da drin. Also es ist nicht so, dass du es jedes Mal neu machen musst. Ja, das machst du einmal, da kannst du das Handy zu Hause liegen lassen und kannst dann losfahren und hast hier natürlich trotzdem all deine Einstellungen drin. Ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Ich habe mich gefreut darüber, vor allem auch mal, dass wir hier mal ein bisschen was mit Stein gemacht haben und eine neue Technik ausprobiert haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.